sind ganz viele Leute jetzt das erste Mal politisiert worden und das erste Mal auf die Straße gegangen, das erste Mal aufgestanden. Und so war das eigentlich auch bei mir, dieser Schritt ins Politische, in dieses Fordern, in dieses Nutzen meiner politischen Stimme. Das habe ich erst danach mitbekommen, dass das eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist, die wir jetzt tun können, gerade an diesem Kipppunkt, wo wir gerade stehen. Katharina Rogenhofer ist Klimaaktivistin. Mit ein paar Freunden hat sie vor einigen Jahren Fridays for Future nach Österreich gebracht. Im Dezember 2018 hat genau hier am Heldenplatz in Wien alles angefangen. Wir haben es noch für eine sehr gute Idee befunden, 6 Stunden lang am Heldenplatz zu streiken. Das war eiskalt. Gott sei Dank haben ein paar Leute Thermoskannen mitgebracht mit Tee, um uns da über die Runden zu bringen. Das war der Beginn einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Nur wenige Monate später hatten sich bereits tausende junge Menschen der Klimabewegung angeschlossen und gingen gemeinsam auf die Straße. Wir stehen vor einer globalen Krise. Da müssen wirklich politische große Hebel betätigt werden, weil ich entscheide als Individuum nicht, wohin Busse und Bahnen fahren. Ich entscheide als Individuum nicht, wie lange noch Öl, Kohle und Gas gefördert wird in meinem Land. Das entscheidet die Politik. Aber da können wir tatsächlich einen Unterschied machen als Einzelne, nämlich zusammenzukommen, auf die Straße zu gehen, Petitionen zu unterschreiben, Volksbegehren zu unterschreiben, uns politisch zu engagieren. Und genau das hat Katharina dann auch getan. Und wir haben uns halt gedacht, wir tragen die Forderungen von der Straße quasi ins Parlament, haben uns da mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt und mal ausgearbeitet, was es alles braucht. Von Verkehr, Energiewende, über eben so einen Reduktionspfad, weil Österreich es noch immer nicht geschafft hat, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir gehören dazu den 5 Schlusslichtern in der Europäischen Union, aber auch ein Recht auf Klimaschutz in der Verfassung zu verankern, sodass wir quasi sagen, jeder Mensch hat tatsächlich dieses Recht, in einer intakten Umwelt zu leben. Mit all diesen Forderungen startete Katharina 2019 ein Klimavolksbegehren. Eine Art Petition, für die man in Österreich mindestens 100.000 Unterschriften sammeln muss, damit die Anliegen im Parlament überhaupt behandelt werden. Das Volksbegehren war ein voller Erfolg. Fast 400.000 Menschen haben es unterzeichnet. Und dadurch wurden wir dann auch im Parlament verhandelt. Was ziemlich cool war, weil das eins der wenigen Volksbegehren war, wo tatsächlich auch was rausgekommen ist. Die meisten Volksbegehren, und das ist eigentlich sehr traurig in Österreich, landen unterm Teppich. Wir haben zumindest einen Antrag, der beschlossen wurde von 3 Parteien in Österreich. Und da stehen einige Punkte drinnen, die wir auch gefordert haben. Noch nicht alle, aber einige davon stehen drinnen. Etwa, dass klimaschädliches Handeln teurer und Mobilität nachhaltiger werden muss. Mit solchen Maßnahmen bringen die meisten Menschen aber nur eins in Verbindung: Verzichten. Das ist vielen ein Dorn im Auge. Wir werden auf alles verzichten müssen, was wir kennen, wenn wir auf diese 3 bis 4 bis 5 Grad heißere Zukunft zusteuern, wie es jetzt ausschaut. Das wird einfach heißen, dass hunderte Millionen Menschen flüchten müssen, hunderte Millionen mehr Menschen in Armut fallen werden. Das wird heißen, das wird eine ganz andere Welt sein, in der wir keine Gletscher mehr haben, in der Extremwetterereignisse einfach auf der Tagesordnung stehen, Menschen Hab und Gut weggeschwemmt wird etc. In dieser Welt wollen wir, glaube ich, nicht leben. Also das bedeutet eigentlich Verzicht. Das, worauf mich Politikerinnen dann ansprechen, ist ja, dann muss ich auf meinen SUV verzichten oder ich muss auf mein Schnitzel verzichten. Warum ist das das Einzige, worüber wir reden? Weil wir verzichten jetzt schon auf extrem viel. Wir verzichten auf saubere Luft in Städten, wir verzichten auf Grünflächen, wir verzichten auf guten öffentlichen Verkehr. Das alles könnten wir gewinnen, eine gesündere Zukunft, eine lebenswertere Zukunft, wenn wir wirklich diese Klimawende schaffen.